So, liebe Freunde, das Warten hat ein Ende. Ich bin wieder da. Danke für eure Geduld. Ja, ich möchte eigentlich die Worte erstmal einleiten mit einem fetten, wirklich einem dicken Dankeschön. Ähm, also es ist ja wirklich unbeschreiblich. Das letzte Video ging ja wirklich wie eine Bombe los und ihr habt viele Kommentare geschrieben, eure Eindrücke aus dem persönlichen Leben, was ihr durchgemacht habt, auch als ihr Zweifel irgendwann auf einmal gesät habt und so in der Organisation. Also wirklich der Wahnsinn, ich finde das klasse. Danke für eure Feedbacks. Ja, mir haben ja auch ein paar Leute geschrieben oder Sprachnachrichten zukommen lassen und mir den Rücken sozusagen gestärkt. Ich möchte euch wirklich vielmals dafür danken. Ich kann das nicht in Worte eigentlich ausdrücken und ob ihr mir glaubt oder nicht, wirklich, ich freue mich über jeden einzelnen Abonnent, jedes Like, jeden Daumen runter meinetwegen, weil ich weiß, ihr seid da jetzt auf meinem Kanal oder in diesem Video, weil dieses Thema euch ja interessiert. Ja, das ist nicht so, wie das irgendwie in den Trends oder so, dir ein Musikvideo vorgeschlagen wird, klickst du mal drauf, einen Daumen runter, Daumen hoch, bla bla bla. Nein, ihr seid hier, weil das Thema uns alle ja interessiert. Und das finde ich super und deswegen nehme ich wirklich jedes einzelne Abo, jeden einzelnen Like, alles, ich nehme es wahr, glaubt mir Leute, das ist so, ja. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall erstmal wirklich vielen Dank sagen und auch danke für eure Geduld. Ich bin euch ja sozusagen wie eine Erklärung schuldig, warum hat das jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich habe mir wirklich selber Druck gemacht, selber Stress gemacht. Nehmt es mir nicht übel, ich habe auch ein Skript natürlich entworfen, die mir folgen auf Instagram. Die haben das gesehen, es ist ein großes Skript, es ist ein langes Skript. Warum das so ist einfach aus dem Grund, ich möchte euch, ob jetzt aktuell Zeugen Jehovas, Ex-Zeuge Jehovas oder jemand, der sogar seine Familie retten möchte, wo noch Zeugen sind und Leuten die Augen öffnen möchte. Ich möchte euch ja helfen und nützliche Informationen geben, also eben sogenannte Tools, Werkzeuge und nicht einfach, wie gesagt, ja Hetze betreiben, wo wir dann einfach sozusagen schnell in Emotionen verfallen, aber letztendlich bringen tut es niemandem etwas. Außer, dass wir einfach uns eine Story anhören durften oder wieder mal ein paar negative Informationen. Aber wir wollen ja vorwärts kommen, Leute, oder? Wir wollen vorwärts kommen und deswegen seid ihr heute auch da, wo ihr jetzt seid und das finde ich super. Und deswegen, es hat einfach so lange gedauert, vielleicht habt ihr es auch in den Kommentaren gesehen. Ihr seht es im Hintergrund, ich bin umgezogen und ja, wir alle haben unser privates Leben, ihr habt euer privates Leben, das weiß ich zu schätzen, eure kostbare Zeit, dass ihr die auch investiert und jetzt auch euch dieses Video anschaut. Und deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert, da war der Umzug, es war ein großes Skript, weil es sind einige Punkte, die wir anschauen werden, weil dieses Video wirklich ein Video sein soll, das ihr mit anderen Menschen teilt, mit anderen Leuten drüber reden könnt und ja, dass es vielen Menschen hilft im deutschsprachigen Bereich. Ganz einfach. Ja. Kaffee ist wieder am Start. Es tut mir leid. Es ist ja auch noch, es ist gar nicht mehr so früh. Aber ja, meinen Kaffee brauche ich. Also bitte nicht erschrecken, wenn ihr dann ab und zu mich nach unten schauen seht. Ich habe, wie gesagt, hier das Skript, weil einfach sind viele Punkte und ich möchte wichtige Sachen nicht auf einmal vergessen, weil es wäre schade drum, wenn ich euch die Informationen nicht mitgeben kann. Deswegen einfach auf Blatt Papier. Aber ich probiere so gut wie möglich frei zu reden. Seid mir nicht böse, okay? Danke. Also auf jeden Fall, womit ich starten möchte, ist auf jeden Fall dieses Dankeschön nochmal. Es ist mir wirklich eine Ehre, ein Privileg eigentlich schon wirklich, zu euch zu reden heute, weil ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir werden heute einfach mal aus einem gewissen Blickwinkel, uns anschauen, wie es ist und durch welche Stufen man geht. Ich habe es ja schon angeteasert in meinem anderen Video, durch welche Stufen man geht, wenn man eine Organisation verlässt und diesen Kampf, der dahinter steckt, eine Organisation wie die der Zeugen Jehovas. Ja? Und es gibt viele Prüfungen, durch die wir gehen, Leute. Es gibt wirklich viele Prüfungen, das weiß ich. Ich meine, ich bin jetzt noch relativ jung, ich bin 31, manche da hinterm Bildschirm denken jetzt, Junge, was willst du mir erzählen, du hast noch gar nicht gelebt. Das kann ich verstehen, aber jeder Mensch geht durch Prüfungen irgendwie.
Ja? Und manchmal, es muss gar nicht was mit den Zeugen Jehovas zu tun haben. Das ist das, was ich euch einfach noch mitgeben möchte, jetzt, wenn ihr mir jetzt weiter zuhört, dass auch wenn ich jetzt über die Zeugen Jehovas rede, und diesen Kampf, der dahinter steckt, die Organisation zu verlassen, jeder Mensch geht durch Prüfungen, bei jedem steht einfach eine andere Überschrift drüber. Bei mir ist es jetzt die Zeugen Jehovas, bei jemand anderem sind es die Mormonen, der Islam, katholische Kirche, evangelische, ich weiß es nicht. Einfach, behaltet das im Hinterkopf, jeder Mensch geht durch seine Prüfungen. Ja, und wir reden heute über wie es ist, wenn man die Zeugen Jehovas verlassen möchte. Ja. Gut, fangen wir an. Aus meinem Mund kommt heute eine Menge Wahrheit, ihr werdet sehen. Also macht euch gerne ein paar Notizen, macht auf Stopp das Video, guckt es euch nochmal an, damit ihr es auch wirklich begreifen könnt oder nochmal analysieren könnt, was hat der da eigentlich gesagt. Ne? Genau. Ich fange das Ganze an mit einem Beispiel, das kennen viele schon aus meinem ersten Video. Wir haben eine Person. Diese Person wächst im Gefängnis auf. Ja? Sie ist seit 30 Jahren, 40 Jahren im Gefängnis. Unsere Person, die wir uns vorstellen. Diese Person, die Sichtweise eines guten und eines schlechten Tages liegt innerhalb dieser Wände des Gefängnisses. Die Person kennt es nicht anders. Ja? Und die Person kommt irgendwann raus aus dem Gefängnis und Leute, die so lange im Gefängnis waren, könnt ihr googeln, sind sozusagen institutionalisiert. Also sie fangen extra an und gestehen wieder etwas Kriminelles draußen in der Welt, in der Freiheit, wo sie waren, um wieder zurück ins Gefängnis zu kommen, weil sie draußen nicht gelernt haben zu überleben, weil sie es nicht schaffen, weil sie nicht klarkommen. Ja? Die brauchen jemanden, der ihnen sagt, was richtig und was falsch ist. Sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, wann Hofgang ist, wann sie zu essen haben, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Ja? Das sind die Menschen. Ja? Sie brauchen das. Und so geht es vielen Ex-Zeugen Jehovas beim Verlassen von dieser Religion. Ja? Weil sie kennen es nicht anders. Ihr Verstand wurde nicht, und das werdet ihr heute noch oft hören, das Wort, aber ihr wisst, wie ich es meine, ihr Verstand wurde nicht verdrahtet neu, um in dieser Welt draußen zu überleben. Ja? Es ist wirklich ein Kampf, ja, und es ist ein Kampf, diese Organisation zu verlassen, und ihr Verstand ist einfach noch nicht verdrahtet, um draußen in der Organisation zu leben. Ihr Verstand ist immer noch sozusagen verlinkt mit der Organisation, die sie aber schon verlassen haben, und deswegen wird es ganz schwer da draußen. Und deswegen solltet ihr einfach weiter zuhören, ja. Stellt euch vor, eine Stadt mit einer gewissen Gruppe, also eine Stadt unter sich, Menschen, alle ziehen sich gleich an, alle denken gleich, alle reden gleich. Und in dieser Stadt hast du in jeder Wohnung so einen ganz komischen Stecker, so einen ganz komischen, wie sagt man, Steckdose, ja? So mit 5 Anschlüssen dran. Ganz komisch. Ne? Und du bist schon so lange in der Stadt, du bist reingeboren. Für dich sieht eine Steckdose so aus. Du kennst es nicht anders. Das ist, wie eine Steckdose aussieht. Ja, mit diesen 5 komischen Sachen dran. So. Und eines Tages beschließt du, diese Stadt zu verlassen. Vielleicht wirst du sogar aus der Stadt verbannt, rausgeschmissen, ausgeschlossen. Ja, ihr versteht das Sinnbild. Und du nimmst natürlich deine ganzen Elektrogeräte mit. Ja, Apple, hier, Ladegerät, Laptop, Fernsehen. Deine ganzen Geräte nimmst du mit. Und du kommst in deine neue Wohnung und du siehst auf einmal die Steckdose und denkst dir, was ist das denn? So sieht doch keine Steckdose aus. So wie meine alte Steckdose aussieht, so sieht eine Steckdose aus. Nein, es ist falsch. Es sind deine Geräte, der Stecker von deinem Gerät, das Ende vom Ladekabel dort, der Stecker, der neu verkabelt werden muss, neu verdrahtet werden muss, damit es passt. Ja? Und genauso ist es auch, wenn man eine Organisation wie die der Zeugen Jehovas verlässt. Der Stecker ist dein Verstand. Und der muss neu verdrahtet werden, damit du leben kannst, damit es passt, damit du glücklich wirst. Ja? Ganz einfach ist das. Und bis man das geschafft hat, ja, diesen Stecker zu ersetzen, seinen Verstand neu zu verdrahten, ist es ein Kampf. Es ist ein absoluter Kampf. Und solange wir am Kämpfen sind, verpassen wir leider Gottes das, was wir alle sein möchten.
Glücklich sein, oder? Wir alle wollen glücklich sein. Das ist das, wonach der Mensch strebt. Will Smith hat einen Film, The Pursuit of Happiness. Ja, das ist einfach so. Und ich zitiere jetzt mal eine Poetin, Maya Angelou. Sie hat mal gesagt, ist auf Englisch, "There's no greater agony than bearing an untold story left within." Das bedeutet auf Deutsch, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sterben oder das Leben eben zu verlassen. Also ja, es neigt sich dem Ende zu und deine Story, die in dir drinne ist, dein Traum, das, was du immer machen wolltest, die Musik, die Geschichte in dir, geht mit dir unter und stirbt mit dir. Du nimmst sie sozusagen mit ins Grab. Du kennst es nicht anders, ja? Und es gibt nichts Schlimmeres. Zu viele Menschen sterben mit der Musik in ihnen drin. Nie das gemacht zu haben, was sie machen wollten. Ja? Und hier ist jetzt die Frage, wie kommt man von einem Leben als Zeuge Jehovas und Ex-Zeuge dann zu einem Leben, das man wirklich liebt und wo man wirklich zufrieden ist. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, weißt du, viele Menschen kommen immer so, ihr kennt das vielleicht auch auf YouTube, und sagen, ja, das Erste, wenn sie die Organisation geschafft haben zu verlassen, ich bin frei, ich bin frei. Und was ich mir dann denke ist, du bist das allerletzte von frei, du bist kein bisschen frei. Du hast keine Ahnung, wer du überhaupt bist. Du bist weggerannt von deiner ganzen Identität. Zeugen Jehovas bauen ihr Leben auf der Organisation, rund um die Organisation herum. Die Organisation ist der Mittelpunkt. Und du bist jetzt davon weggerannt und du willst mir erzählen, kein bisschen bist du frei. Du bist alles andere als frei. Jetzt musst du deinen Verstand eben neu verdrahten. Du musst vorankommen. Und bis dahin, das ist eine Reise. Es ist ein Kampf. Und bis dahin bist du nicht frei. Egal in welcher Hinsicht. Du bist nicht frei. Stell dir vor, du bist auf der Titanic. Und du siehst jetzt, da vorne ist ja der Eisberg. Oh, dieses Boot, das wird gegen den Eisberg fahren. Ich muss runter von diesem Schiff. Du springst in deine Lebensrettungsweste da, in diese Schwimmweste und springst runter ins Wasser. Und du hast kein GPS, kein Navi, kein Radar. Du kannst die Sterne nicht lesen. Du weißt nicht, wann Land kommt. Gar nichts. Ja? Es ist kalt. Es ist dunkel. Es ist tief. Du weißt nicht, was unter dir schwimmt. Keine Ahnung. Und du möchtest eigentlich wieder zurück zum Boot, zum Schiff, oder? Das Boot war warm. Du hattest Freunde auf dem Boot. Also gehst du zurück. Und so ist es auch mit vielen Zeugen Jehovas, die es nicht schaffen, die Schritte zu machen. Sie gehen irgendwann wieder zurück, ja, und wünschen sich auch, wieder zurückzugehen. Und heute gebe ich euch die Werkzeuge, das habe ich im letzten Video schon gesagt, die Werkzeuge, die Hilfsmittel, ja, um wirklich auf einen Weg der echten Zufriedenheit zu kommen und des wahren Glücks. Ja. Dafür braucht es einfach Arbeit, dazu braucht es Hilfe. Es ist einfach so. Und ich habe euch das schon angeteasert. Es gibt 5 Stufen. Erinnert euch an mein Beispiel jetzt eben mit dem Stecker. 5 komische Anschlüsse. Stellt euch vor, diesen Stecker, diese 5 Anschlüsse, die müsst ihr durchgehen, die müsst ihr durchbrechen. So ist es. Und so fangen wir jetzt an. Und jetzt nehme ich mir noch mal einen Schluck Kaffee. Stufe 1 ist die Stufe des Zweifels. Jeder ist da durchgegangen. Meine Mutter, habt ihr ja auch in den Kommentaren schon geschrieben, du, wo dort hinter der Kamera sitzt, andere Leute, die du vielleicht kennst. Stufe 1 ist die Stufe des Zweifels. Irgendwie durch einen, sagen wir mal, Zufall hast du was rausgefunden, was nicht mit deinem Gewissen zu vereinbaren ist. Irgendwas stinkt. Das ist Spanisch. Das klingt Spanisch einfach so. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwas passt nicht zusammen. Dieses neue Licht, diese neue Erkenntnis, irgendwas. Schau, es gibt viele Zeugen da draußen. Ich zähle mich jetzt nicht dazu. Ich war damals mit anderen Sachen beschäftigt. Aber zum Beispiel 1995, als die Definition einer Generation geändert worden ist. Viele Brüder und Schwestern haben sich schon damals gesagt, 1995, wenn diese Religion es schaffen sollte, in die 2000er
oder hinaus, dann haben die ein Problem. Ja? Also was haben sie gemacht? Die haben die Definition einer Generation geändert. Ganz einfach. Und dann gehst du in die Versammlung und dann kommen irgendwelche Schwestern auf dich zu und sagen, hey, hast du schon über das neue Licht gehört, die neue Erkenntnis? Und manche denken sich dann, bist du verrückt? Die mussten das ändern. Ja? Da ist für manche schon der erste Zweifel entstanden. Manche Leute, je nachdem wie deine Persönlichkeit ist und auf welches Thema du sensibler reagierst, haben jetzt aktuell mit diesen Missbrauchsfällen zu kämpfen. Und die hat das wachgerüttelt und gesagt, okay, da stimmt doch irgendwas nicht. Wie kann das sein, wenn das Gottes Organisation ist, die einzigste und allein wahre, warum wird da Sachen vertuscht und so weiter. Also je nachdem, was es war, du hast Zweifel. Du hast Zweifel und dieser Zweifel, kannst du vergleichen, ist der erste Riss in deiner Windschutzscheibe. Ja? Und dass die Windschutzscheibe bricht, ist kein großer Akt. Dazu braucht es nicht mehr viel. Dieser erste Riss, dieser Zweifel ist der Beginn davon. Und jetzt kommt es auf dich drauf an, wie du weitergehst, wie schnell du fährst sozusagen, damit es weitergeht. Naja. Und was ich auch noch bemerkt habe, ist, für viele ist es schwieriger, wenn sie diesen Zweifel kriegen, nachdem sie die Organisation sogar verlassen haben. Das ist dann noch härter. Ja? Weil es gibt viele Leute da draußen, ich zähle mich hinzu. Und du, wo zuschaut, vielleicht du auch. Wir sind ausgetreten und haben es immer noch die Wahrheit genannt. Ja? Weil wir irgendwo im Kopf immer noch dachten, ja, das ist die Wahrheit. Ich bin der ein Problem hat, ich muss sündigen und so weiter und so fort. Und wenn du dann, nachdem du ausgetreten bist, sogar noch diese Zweifel auf einmal kommen, dann ist es noch härter für dich. Ja? Und nachdem du diese Zweifel dann bestätigt hast, das ist ja heutzutage kein Problem, wir haben das Internet, wir haben gute Quellen und nicht irgendwelche Hetzerquellen, gibt es auch, aber es gibt auch authentische Quellen. Und nachdem du deine Zweifel bestätigt hast für dich, was auch immer das Thema war, kommst du in Stufe 2. Stufe 2 ist Angst. Ja? Ich habe das eben schon gesagt, auch wenn du ausgetreten bist. Es ist interessant, dieser Aspekt, weil ich zähle mich wirklich dazu. Ja? Auch wenn du ausgetreten bist, irgendwann gehst du zurück zur Organisation, oder Leute? Irgendwann? Irgendwann, wenn du fertig bist, eines Tages, wenn ich fertig bin mit meinem Sündigen, mit dem Sex vor der Ehe, mit dem Drogennehmen, mit dem Reisen, mit der Karriere machen, irgendwann, je nachdem, was dich rausgebracht hat von den Zeugen Jehovas, irgendwann in deinem Kopf irgendwann gehst du wieder zurück. Du musst erstmal deine Sachen sozusagen erstmal erledigen, oder? Ihr kennt das. Und du bist am Boden zerstört, wenn du auf einmal diese Zweifel kriegst. Ne? Ja? Und für diejenigen, jetzt zum Thema Angst, Stufe 2, Phase 2, Angst, die in der Organisation sind, für die ist es noch schlimmer. Warum? Wovor Angst? Du hast Angst, alles und jeden zu verlieren, den du kennst oder was du hast. Alles, was du kennst. Ja? Du hast Angst, wenn du jetzt noch aktiver Zeuge bist und du bist jetzt in dieser Stufe. Ja? Viele Menschen vergessen immer die guten Dinge, die man hatte, als man Zeuge Jehovas war. Ja? So, irgendwann redet man nur noch negativ als Ex-Zeuge Jehovas. Nein! Ja? In allem, was wir tun im Leben, gibt es immer etwas Gutes. Das könnt ihr nicht leugnen. Viele wollen es leugnen, aber es ist nicht so. Alles, was du im Leben machst, es gibt immer etwas Gutes und etwas Schlechtes. Es gibt immer eine gute Seite, es gibt immer eine schlechte Seite. Und bei den Zeugen, zum Beispiel, wir als Zeugen Jehovas, wir haben das Privileg, ein Leben lang dieselben Freunde zu haben. Wer hat das schon heutzutage? Wer? Wer hat, seit er 4 Jahre alt ist, 5 Jahre alt ist, bis in die späten 30er oder bis zu seinem Lebensende dieselben Freunde? Ja, wer kann das von sich behaupten? Das ist, was die Zeugen Jehovas haben. Ja? Das sind die schönen Erinnerungen. Ja? Ich habe euch das ja schon mal in meinem ersten Video, glaube ich, erzählt. Genau.
wir waren sehr viele Jugendliche in unserer Versammlung. Sehr viele Jugendliche, sehr viele Kinder, dementsprechend auch viele Familien. So. Und wenn wir zum Beispiel ins Kino gegangen sind, die Jugend der Zeugen, dann waren gerade 3 Reihen ausverkauft. Die Zeugen kommen. Wenn wir in ein Restaurant gehen oder so, wir hatten nicht mal genug Stühle und Tische, weil wir so viele Menschen waren, so viele Familien. Ja? Tolles Gefühl, das ist so. Oder was auch sehr, sehr beliebt ist Camping zum Beispiel. Ja? Im Camping oder Grillfeste, ihr, wo jetzt zuschaut, wo Zeugen wart oder auch noch seid, ihr wisst es, Grillfeste der Versammlung, sehr, sehr beliebt. Manchmal sogar mit anderen Versammlungen, wo man sich dann zusammentut und dann grillt man zusammen. Und dann, dann sind wir 40, 50 Menschen, nur Jugendliche allein schon, und dann kommen noch die Erwachsenen. Wir sind so viele Menschen. Wow, dieses Gefühl. Das war die gute Zeit. Das war der soziale Teil. Und das sind schöne Sachen. Und jetzt hast du Zweifel bekommen. Und all dieses Schöne ist jetzt langsam bedroht. Alles. Was auch sehr schlimm ist, ein großes Thema und ich denke vielleicht sogar das größte bei jemandem, der in dieser Phase 2 noch ist deine familiären Beziehungen sind bedroht. Ich sage euch was, Leute, jedes menschliche Wesen hat das Verlangen danach, das ist natürlich, das Verlangen, geliebt zu werden. Jeder, das ist normal, du brauchst Liebe, you need love. Es ist so. Ohne Liebe im Leben, das Leben ist hart. Du brauchst Liebe. Und in dieser Situation der Angst merkst du ganz schnell, dass auf einmal auch alles bedroht ist. Hier dieser soziale Part, familiäres Leben, alles ist bedroht. Und das, was am meisten bedroht ist dein Glaube. Und niemand liebt es und mag es, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Ja? Das ist so. Oder geprüft wird, sagen wir es mal so. Niemand mag das. Stellt euch vor, damals, als die Menschen dachten, die Erde sei flach. Und manche von euch da hinter der Kamera und dem Bildschirm denken immer noch, die Welt ist flach. Das macht jetzt ein Comeback. Ja? Damals, als die Menschen gedacht haben, die Welt ist flach. Und man hat ihnen dann wirklich belegt und gezeigt, die Welt ist nicht flach. Es hat ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen. Ja? Das war ihr universeller Glaube, so wie sie das Universum gesehen haben, die Welt, das war ihre Perspektive. Und jetzt kommt jemand und beweist ihnen auch noch, dass es nicht so ist. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Ja? Und so ungefähr fühlt sich das auch dann an für jemanden, der auf einmal diese Zweifel gesehen hat und dann auch diese Angst bekommt. Ich meine, du schaust dir die Welt an, immer mit einer gewissen Brille, du schaust durch gewisse Gläser und jetzt nimmt dir einfach jemand sozusagen die Brille weg. Und das ist furchteinflößend, das macht ängstlich. Und so fühlt sich das an. Ja? Stell dir vor, du bist verheiratet. Vielleicht hast du sogar Kinder mit der Person. Und jetzt hast du Zweifel und dein Partner ist nicht auf derselben Seite wie du. Es ist schlimm. Du hast Angst, dass man deine zweifelnden Gedanken hören könnte. Ja, so richtig paranoid. Du hast so Zweifel die ganze Zeit und vielleicht bist du noch gar kein Pimo oder vielleicht bist du sogar ein Pimo, dass die Leute in der Versammlung oder dein Partner irgendwie mitkriegen können, dass du da zweifelnde Gedanken hast. Du hast Angst davor. Ja? Wie viele Menschen sind da draußen, vielleicht auch du, wo jetzt zuschaut, ich kann aus einer persönlichen Erfahrung erzählen, Brüder, die eine Firma haben, bei denen Zeugen Jehovas gearbeitet haben, 15, 16, 20 Leute angestellt und jetzt hast du Zweifel und dann sind die so weg. Jede Versammlung hat diesen Bruder. Hey, wenn du einen Job brauchst, geh zu Bruder so und so, oder? Jeder hat diesen Bruder. Bei uns war das zum Beispiel auch mein Vater. Mein Vater hat jetzt zwar keine Zeugen eingestellt, aber er hatte eine Autofirma und hat Autos repariert, Autos verschifft. Wenn du ein Auto kaufen wolltest oder dein Auto repariert werden musste, dann bist du zu Bruder so und so gegangen, zu Bruder Fuckboy. Hey, geh zu ihm. Der veräppelt dich nicht, der zieht dich nicht über den Tisch, ist ein Bruder. Verstehst du?
So, diese Connections, wo du hattest, diese Leute, die auf dich gebaut haben, dieses Vertrauen, das ist ja auch Geld, dein Business, wo zu dir kommt, ob du jetzt eine eigene Firma hast und Zeugen dort arbeiten oder ob du einfach eine Firma hast und die Zeugen zu dir kommen, weil sie sagen, ja, wir gehen lieber natürlich zu einem von uns. Was auch immer es ist bedroht und es ist mit einem Fingerschnipsen könnte es weg sein. Ja? Ja? Dein ganzes Leben wurde aufgebaut auf etwas, was du selber jetzt langsam als Lüge entlarvst und selber als Lüge auch empfindest. Ja? Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Zeugen Jehovas sind da draußen? Ich habe es auch schon in manchen Kommentaren gelesen, nicht nur unter meinem Video. Wie viele Zeugen Jehovas sind da draußen, die wirklich so und so durchs Leben gehen und weil sie einfach Angst haben, alles zu verlieren? Wie viele? Ja? Und was es braucht, um zur nächsten Stufe zu gelangen, ist Mut. Du brauchst Mut. Nur die Mutigen trauen sich wegzugehen und auszutreten. Es ist so, das ist in Stein gemeißelt. Und wenn du dich zu schwach dazu fühlst, habe ich auch schon oft gesehen und ihr vielleicht auch schon einige gehört und vielleicht fühlst du dich sogar angesprochen. Viele denken sich ab und zu, oder generell, ich bin zu schwach, ich schaffe es nicht, die Organisation zu verlassen. Da steckt so ein Druck dahinter, die Familie. Das ist dann das, was die Zeugen oder die Organisation dir einredet, dass du schwach bist. Du bist ja ein Schaf. Ja? Aber du bist nicht schwach, glaub mir. Ich habe es geschafft, dann kannst du es auch schaffen. Ich habe 5 Finger, du hast 5 Finger, denke ich mal. Also du kannst es auch schaffen. Du bist nicht schwach. Es sind die Mutigen, die austreten. Es sind die Mutigen, die anfangen, Fragen zu stellen. Zu den Ältesten oder so. Es sind die Mutigen. Es sind die Mutigen, die sagen, ich möchte mein Leben von Neuem aufbauen, von diesem Mist. Das sind nicht die Schwachen. Das sind die Mutigen. Ja? Also du bist wirklich mutig, wenn du schaffst und diese Organisation verlässt. Da kannst du dir wirklich auf die Brust klopfen. Du bist mutig. Ja? Und dann kommen wir zu Stufe 3 auch schon. Stufe 3, und jetzt hört gut zu, ist die Stufe des Groll und Zorn. Oder auch sauer sein, verbittert. Ihr wisst, was ich meine. Für viele Menschen, je nachdem wie dein Charakter ist, deine Persönlichkeit, kann auch diese Stufe, anstatt in den Groll und Zorn zu gehen, umschwenken in Verletztsein, Verletztheit. Ja? Es kommt immer auf die Person drauf an. Aber die meisten verfallen in Groll und Zorn. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist die Stufe, in der die meisten Ex-Zeugen Jehovas stecken bleiben, stehen bleiben, fertig. Kommen da nicht mehr raus. Wieso? Ja? Ich meine, wie viele Zeugen Jehovas, also oder auch ihr da draußen, wie viele waren schockiert, als sie wirklich, ihr könnt die Hand heben hinter der Kamera, wie viele von euch waren schockiert, als sie wirklich mal angefangen haben nachzuforschen und gedacht, oh, das wusste ich alles gar nicht so über die Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas wissen nicht mal ihre eigene Geschichte. Es ist so. Ja? Und das ist einfach so. Ja? Und die Leute, warum bleiben sie stehen in dieser Stufe von Groll und Zorn? Weil viele sich einfach nur noch auf das fokussieren, was sie verloren haben, verpasste Chancen, wie verletzt sie sind. Ja? Sie fokussieren einfach Dinge, die sie herausgefunden haben, die sie nicht mal wussten, als sie sogar noch in der Organisation waren. Und wenn du dich nur noch auf das fokussierst, dann wird es ganz schwierig und du bleibst dort drin, in dieser Phase, in dieser Stufe. Ja? Und du wirst sauer. Ja? Das ist dann der emotionale Part, der kommt. Du wirst sauer, weil du fühlst dich betrogen. Du fühlst dich betrogen, oder? Ist so. Wie viele von euch da draußen war so, wo wirklich dachten, als sie wirklich so ihren Beweis jetzt hatten, okay, da stimmt was nicht, der Zweifel ist bestätigt, die Angstphase ist jetzt so langsam überwunden, jetzt kommt Groll und Zorn. Wie viele von euch fühlten sich betrogen? Du fühlst dich wie ein kleines Mädchen im Kaspertheater, wo hinter den Vorhang wegzieht und auf einmal sieht sie einen kleinen Mann, der dort an den Fäden zieht. So fühlst du dich. Ja? Und was ganz schlimm ist, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dann möchtest du zu deinen Angehörigen gehen, zu deiner Familie, zu anderen Zeugen, zu deinen Freunden und möchtest ihnen die Wahrheit erzählen
Und sie glauben dir nicht. Je mehr Wahrheit du in denen ihr Gesicht schmeißt, desto mehr bist du am Lügen in deren Augen. Ja? Je mehr Wahrheit du redest, desto teuflischer bist du. Ja? Und du fängst an, die Organisation aus einem anderen Licht zu sehen. Du bist sauer. Ja? Ich bin sauer, ich konnte eine gewisse Schulbildung machen, ich hätte das machen können, dies machen können, Karriere machen können, habe es aber nicht gemacht. Für die Organisation. Ja? Ich bin sauer, weil ich habe jemanden geheiratet, den ich nicht mal richtig geliebt habe, aber ja, und jetzt habe ich auch noch 2 Kinder mit der Person, aber dort ist es normal, denn du heiratest die Person, die du datest, die erste Person, die du datest, bei den Zeugen. Und jetzt haben wir auch noch 2 Kinder. Ich bin sauer. Ich habe nie richtig gewusst, was echte Liebe ist, weil ich habe nie mehrere Personen, also nicht gleichzeitig, aber verschiedene Personen gedatet. Ich hatte nie Sex vor der Ehe oder eine Beziehung zum Schauen, wie läuft das 1 Jahr lang ohne Sex oder so. Kann man dann, wie ist das Ganze? Ich wusste nicht mal richtig, was Liebe ist. Und jetzt bin ich verheiratet mit dieser Person. Ich bin sauer. Ich bin sauer, ich war ein guter Sportler. Ich war das, also ohne Scheiß. Ich war das schnellste Kind in der Schule. Ja? Ich bin sauer. Ich hatte so viele gute Chancen. Ich hätte was aus mir machen können vielleicht. Ich jetzt, das ist keine Story, das ist von mir persönlich, ich wurde eingeladen auf die Landesmeisterschaft in Deutschland von meiner Gruppe, weil ich einer der Besten war im Sport. Das hat nicht jeder gekriegt. Ich wurde eingeladen zur Landesmeisterschaft. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Meine Mutter weiß es, wenn sie jetzt zuschaut. Ich bin nicht gegangen. Warum? Weil Kongress war. Ich glaube, es war am Wochenende wahrscheinlich so. Aber ich bin nicht gegangen. Wegen Kongress der Zeugen Jehovas. Also verpasste Chancen. Wer weiß, was aus mir hätte werden können. Ich bin sauer. Und jeder soll es erfahren. Jetzt kommt die Frage. Wie willst du dein Leben in die richtige Richtung bringen, wenn du in diesem Zustand bist? Ich verstehe den Zustand. Ich habe es ja gerade erzählt, ich war selber dort. Aber wie nutzt du deine Talente, deine Gaben, dein Können, um nicht mehr Jahre später in diesem Zustand zu sein und rauszukommen aus diesem Groll, aus dieser Aggressivität, sauer sein? Ja, wie? Ja, vielleicht bist du jetzt 35, 40 Jahre alt. Du hättest früher aufwachen können. Es wäre besser gewesen. Aber das Leben ist nun mal, wie es ist. Ja, es ist so. Life is what it is. Und jetzt bist du vielleicht 75 Jahre. Und du bist sauer auf dein Leben. Es ist so. Ja, es ist so. Mit 75, du weißt, okay, wer weiß, wie lange es noch geht, du bist sauer auf dein Leben. Und wie ich schon zitiert habe, die Maya Angelou, die Poetin, there's no greater agony than bearing an untold story left within. Ja, 75 und jetzt schaust du auf dein Leben und du hast nicht die Erfahrungen gesammelt, die du gerne gemacht hättest. Du hast nicht die Sachen gemacht, die du gern gemacht hättest, oder? Aber weißt du was? Von dem Tag an dem du dich entschieden hast, die Organisation zu verlassen, lag es in deiner Verantwortung, dein Leben zu verändern. Es ist so, ja? Du kannst die Zeugen Jehovas nicht den Rest des Lebens die Schuld geben an deiner Situation, an deiner Lage. Es geht nicht. An irgendeinem Punkt in deinem Leben musst du anfangen, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, damit es wieder in die richtige Richtung geht und du es auch in die richtige Richtung lenkst. Das Leben ist nicht fair, zu niemandem. Ja? Zeuge hin, Zeuge her. Leben ist zu niemandem fair. Ich kann jetzt rausgehen vor die Tür und irgendeine Person fragen, warum ihr Leben so ist, wie es ist. Und ich werde auch irgendeine Geschichte hören. Es ist so, jeder Mensch auf dieser Welt hat seine eigene Geschichte. Ja? Gestern wurde jemand von einem betrunkenen Autofahrer angefahren, wird nie wieder laufen können. Ist das fair? Vor nicht mal 10 Minuten hat irgendwer auf der Welt eine Diagnose Stufe 5 Krebs bekommen, tödlich. Ist das fair, frage ich euch. Also wenn du anfangen möchtest, diese Stufe 3 zu verlassen und um in Stufe 4 zu gelangen, wo es langsam schön und süß, es geht berghoch, dann musst du anfangen, wirklich dankbar zu sein
für das, was du hast. Ja? Wir müssen unsere Segnungen zählen und nicht nur unsere Prüfungen. Und ich sage euch eins, wenn ihr echte Prüfungen hattet im Leben, es kommt natürlich darauf an, wie alt ihr seid, aber ich gehe jetzt mal davon mit so einer Schiene von zwischen 0 und 90 Jahren. So. Echte Prüfungen im Leben, ihr könnt eure Hände hochzählen, ihr hattet in eurem Leben echte Prüfungen weniger als die Finger an euren Händen. Für die meisten von euch, die da jetzt zuschauen, sind es sogar weniger als 5. Echte Prüfungen im Leben. Ja? Aber die guten Dinge im Leben, all die schönen Sachen, wo gut laufen, hey, ich kann mich bewegen, wisst ihr, was ich meine? Alles, die ganzen guten Sachen, die Segnungen, die du für selbstverständlich nimmst, die kannst du nicht anfangen zu zählen. Ja? Es wirft also einen ganz anderen Winkel sehen. Das ist zum Beispiel wie mit dem Rücken. Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland, Rückenschmerzen, Rückenleiden. So. Du weißt deinen guten Rücken nie zu schätzen, bis er dann mal kaputt ist, oder? Nachher hat jemand chronische Rückenschmerzen. Und wenn du dann die Person fragst, was so das Schönste für diese Person wäre, dann ist es das, wenn mir irgendjemand diese Schmerzen wegnehmen könnte. Ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt. Das ist alles, was ich will. Und eben deinen heilen Rücken vorher hast du gar nicht richtig zu schätzen gewusst. Und das ist es. Ja? Also schauen wir nicht mehr auf die Vergangenheit und gehen über in Stufe 4. Stufe 4 ist die Stufe der Entdeckung, durch die man geht. Und um in diese Stufe zu gelangen, das habe ich euch auch schon im letzten Video gesagt und ich fand sehr interessant, wie viele dazu reagiert haben. Die Anzahl Daumen hoch, so blöd es klingt, zeigt mir aber, dass ich die Wahrheit gesagt habe und manche sich einfach gekränkt gefühlt haben, vielleicht weil sie ihren Kanal mit dem so verbunden haben. Ich weiß es nicht, falls ja, tut es mir leid. Aber um in diese Stufe zu gelangen, müsst ihr das Etikett loswerden. Das Etikett des Ex-Zeugen Jehovas. Okay? Ich habe es ja schon angesprochen und ich mache es nochmal. Erfinde dich neu. Erfinde eine neue Version von dir. Wer du bist. Egal wie du dich definieren willst. Du bist ja kein Zeuge mehr. Egal wie du dich definieren willst, aber verlier das Etikett. Das ist ganz wichtig. Es ist wie ein Mann, der sich immer Ex-Häftling nennt und probiert einen Job zu finden. Die meisten Ex-Zeugen Jehovas definieren sich immer noch nach der Religion. Oder? Habe ich dich jetzt vielleicht gerade sogar angesprochen damit? Verlier das Etikett. Erlaub dir selbst eine brandneue Geschichte zu schreiben. Wisch die Tafel, also stell dir vor, wirklich so wie eine Tafel, damals in der Schule, wisch die Tafel neu und schau alles an mit frischen, neuen Augen. Ganz neu. An was glaubst du? Ja? Viele gehen ja auch über vom Zeugen Jehovas nachher, zum Ex-Zeugen Jehovas und dann zum Atheist. Es ist okay, es gibt alles da draußen. Ich verurteile niemanden, ich sage niemandem an, was er glauben muss oder was nicht. Du brauchst auch nicht mehr dieselbe Definition von Gott zu haben, als zu der Zeit, wo du noch ein Zeuge Jehovas warst. Wie gesagt, wisch die Tafel neu und erlaube dir selber mal, alles zu sehen mit frischen, neuen Augen. Erlaube dir, eine neue Version von dir zu entdecken. Okay? Das Leben ist wunderbar. Schneid die Fesseln los. Und dann kommen wir auch schon zu Stufe 5. That's it. Habt ihr schon geschafft, ja? Stufe 5, das ist eigentlich auch eine Stufe, damit schließt ihr diesen Prozess ja dann ab. Ist die Stufe der Selbsterkennung. Es ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Es ist die Stufe, an der du weißt, wo du bist. Man sagt ja so schön, ich bin jetzt angekommen. Wenn du merkst, du bist angekommen, wenn du weißt, an was du glaubst und wer du wirklich bist. Und das ist ein schöner Ort, an dem man bleiben möchte. Ja? Die Frage ist jetzt aber, warum stagnieren, stoppen so viele Menschen in ihrem Programmieren zu diesem Prozess? Wie funktioniert unser Verstand?
Ich habe euch ja gesagt, die Arbeit dahinter ist, diese 5 Stufen natürlich zu durchgehen und diesen Stecker von unseren Geräten, von unserem Verstand, unseren Verstand neu zu verdrahten. Also wie funktioniert unser Verstand? Vieles, was wir durchleben, ist mental. Ja? Und unser Verstand funktioniert so. Im Alter von circa 7 oder 8 Jahren bekommen wir einen Filter. Ja? Du kannst Kindern im Alter von 7 bis 8 Jahren ungefähr, deswegen glauben die Kinder in diesem Alter an den Weihnachtsmann, weil sie noch keinen Filter haben, Informationen wirklich zu filtern. Automatisch, wenn du jünger bist als das Alter und eine Autoritätsperson zu dir kommt und dir Informationen gibt und was sagt, dann glaubst du es automatisch, sofort. Na, weil der Filter noch nicht vorhanden ist. So funktioniert der Verstand. Und für viele von euch Ex-Zeugen ist es auch so, ihr seid so erzogen worden. Und wenn ihr im Irak aufgewachsen seid, was weiß ich wo, und ihr seid Muslime und man hat euch gesagt, der Koran ist das Wort Gottes, dann würdet ihr das auch glauben. Wir sind einfach Produkte sozusagen von unserem Programmieren. Wir haben keinen Filter, wenn wir die Organisation verlassen. Was passiert, wenn diese Autoritätspersonen in unserem Kopf sind und uns sozusagen wie einen Stempel im Kopf lassen und wir diesen Filter einfach immer noch nicht haben? Was passiert dann? Die können dann sagen, was sie wollen. Sie können sagen, hey, wir haben ein neues Licht, 1995. Okay. Die können sagen, was sie wollen, wir haben jetzt... Okay. Wieso ist das? Weil wir es nicht filtern. Ganz einfach. Hättet ihr nicht gedacht, ja? Und unser Verstand ist wie ein Eisberg. Das ist so das typische Beispiel. Ich war schon oft auf irgendwelchen Schulungen, wo es dann zwar im Kontext um andere Sachen ging, aber das ist so typische Beispiel und ich möchte euch das auch ans Herz legen. Einfach stellt euch vor, unser Verstand ist wie ein Eisberg. Wir sehen nur die Spitze, die Oberfläche, aber was drunter ist, der Verstand, es ist um einiges größer. Und solange wir nicht unser Verstand neu verdrahten, sind wir am Kämpfen. Ist ganz einfach. Ja? Es gibt Zeugen Jehovas. Manche Ex-Zeugen Jehovas haben vergessen sogar, dass sie jemals bei den Zeugen waren. Ihr denkt, wie geht das? Ich war doch so lange dabei. Nein, weil sie es geschafft haben, ihren Verstand neu zu verdrahten. Ja? Sie haben ihn neu verkabelt. Ganz einfach. Ja? Das ist so, wie soll ich sagen, ein Beispiel, wenn ich dir jetzt hinter der Kamera sage, kannst du dir die Schuhe binden? Denkst du so, selbstverständlich auch und so. Klar kann ich mir die Schuhe binden. Okay, jetzt sage ich, jetzt mach's nur mit der linken Hand. Oh. Siehst du, was jetzt passiert? Eigentlich ist es eine Sache, die du aus dem FF, wie man so schön sagt, machst. Weil du filterst es gar nicht mehr, diese Information. Schuhe binden, na klar, mache ich, zack, zack, zack. Aha, aber mit der linken Hand und schon setzt dein Verstand ein. Dann kommt auf einmal der Filter. Versteht ihr, was ich meine? Selbe Handlung, aber auf einmal Verstand eingesetzt. Und so funktioniert unser Gehirn, ganz einfach. Du musst dein Gehirn, dein Verstand einsetzen. Und unser Verstand läuft auch so, ihr müsst euch das vorstellen, wie so Computerdateien. Die Dinge im Leben, die wir am meisten wiederholen, Routine, sind ganz vorne in unserem Verstand. Ganz vorne. Die sind sofort, darauf kann ich zugreifen. Schuhe binden, Zähne putzen, ihr wisst, was ich meine. So, die sind ganz vorne. Aber was jetzt, du als Ex-Zeuge Jehovas, was hast du in deinem Leben so oft wiederholt? Ich frage jetzt offen an euch alle da draußen. Habt ihr jemals etwas so oft wiederholt, als ihr in der Zeit, als ihr Zeugen Jehovas wart? Zeugen Jehovas wiederholen sehr, sehr gerne, oder? Ich habe oft schon ein paar Dokus gesehen, jetzt, wo auch Leute eben dann erzählen, Ex-Zeugen, über ihre Erfahrungen im Königreichssaal. Und dann erzählen sie mal, wie langweilig das Studium ist, weil es ist ja immer dasselbe, es ist so. Hast du jemals etwas so oft in deinem Leben wiederholt, als in der Zeit, als du Zeuge Jehovas warst? Beantworte dir die Frage ehrlich. Ist so. Ja? Also wenn du dein Leben wirklich ändern möchtest, dann müssen wir diese Dinge, die ganz vorne sind in unserem Verstand, weil wir sie wiederholt haben, müssen wir ersetzen. Neue Dinge dorthin platzieren. Stellt euch vor, wie so eine Box, ist leider keine da, wie eine Box,
wo ihr irgendwie Steuererklärungen von 2019 reinstopft. Und diese Box bringt ihr jetzt in den Keller, ganz am Schluss irgendwo hin und noch Sachen drauf und der Staub bedeckt das alles nach Jahren. So müsst ihr das auch machen mit dem Zeugen Jehovas Zeugs in eurem Kopf. Ja? Es ist nicht möglich, es komplett zu entfernen. Ja? Das geht nicht. Ja? Aber du kannst dafür sorgen, dass du nicht mehr so einfach daran kommst. Ganz einfach. Ja? Und so funktioniert dein Verstand. So nicht anders. Und wenn wir das verstanden haben, wie wir unseren Verstand programmieren, mit diesen Wiederholungen vor allem und Routinen, dann werden wir der Meister von unserem Verstand. Ne? So, und jetzt fragt ihr euch, und auch die, wo jetzt noch keine Zeugen Jehovas sind, vielleicht sich das Video anschauen, weil sie gerne über die Zeugen erfahren wollen. Ja? Weil jetzt werde ich etwas sagen, das kennen viele, aber die vielleicht noch Interesse haben, erst in diese Organisation vielleicht einzusteigen, hört gut zu. Was haben die Zeugen Jehovas gemacht, das so mächtig war? Was haben sie mit uns gemacht, um uns so zu programmieren? Ja? Warum antworten alle Zeugen Jehovas gleich? Ja, ist so. Wenn ihr euren Bekannten fragt oder ihr geht in die Stadt, einmal in Hamburg, einmal in Düsseldorf, einmal in der Schweiz, wenn du Englisch kannst, noch in Amerika, England, Australien, egal wo. Warum antworten alle Zeugen gleich und denken gleich? Wie bekommt man das hin? Programmieren und wiederholen, Freunde. Ganz einfach. Was machen die Zeugen Jehovas denn zum Programmieren und Wiederholen? Ihr erinnert euch an das Wachturmstudium, oder? Im Wachturmstudium war es so. Am Anfang hast du erstmal den Wachturm zu Hause studiert, oder? Und dann liest du die Frage, du liest den Absatz, und dann liest du die Frage nochmal und dann nimmst du deinen Stift und unterstreichst die Antwort von dem Absatz. Richtig? Und dann gehst du zur Versammlung, oder um dem Wachturmstudium noch ein bisschen Power und Gewicht zu geben, geht man noch hin und du liest jetzt zum Beispiel den Absatz im Wachturm und dann kommt noch irgendwie so ein Quellverweis zu irgendeiner anderen Schrift. Du kannst irgendeine Schrift nehmen und nimmst jetzt das Wort Gott und steckst es da rein und auf einmal macht alles Sinn und auf einmal passen diese Texte zusammen. Und das ist, was die Zeugen Jehovas machen, um dem Wachturm so ein Gewicht zu geben, weil sie alles aus dem Kontext blasen. Ich kann alles, wenn ich will, kann ich aus der Bibel alles rechtfertigen. Menschen umzubringen, zu vergewaltigen, ich kann alles rechtfertigen. Ganz einfach. Und das ist, was die Zeugen Jehovas machen, beziehungsweise die Wachturmgesellschaft, um dem Wachturm Macht zu geben. Aber du hast ja die Fragen gelesen, du hast den Absatz gelesen und du hast die Antwort unterstrichen. Also gehst du zum Studium, also sprich in die Versammlung. Und in der Versammlung gehen wir das dann auch nochmal durch. Und sie lesen die Frage vor, sie lesen den Absatz, dann stellen sie wieder die Frage und dann antwortest du vom Absatz, oder? Jede Versammlung hat diesen Bruder, ihr kennt das vielleicht, der nie vom Absatz geantwortet hat, der seine eigenen Recherchen gemacht hat. So wirklich tief studiert, um wirklich zu schauen, ist das wirklich so? Dieser Bruder, jede Versammlung hat das, ihr wisst, was ich meine. So. Und dieser Bruder dann seine Hand hebt, wenn dann die Frage gestellt wird, und dann der Bruder auf der Bühne, also Frage, Absatz 4, und er hält seine Hand dort hinten hoch. Lass uns die Frage nochmal durchgehen. Er probiert diesen Typ zu vermeiden, weil er nicht das Spiel mitspielt. Ja? Ihr kennt das alles, diese Situation. Das hatte ich auch in meiner Versammlung sowas. Ja? Ist so. Der Typ wird also extra vermieden, weil er das Spiel nicht mitspielt. Der Typ wird niemals ein Ältester. Aber das ist, wie sie unseren Kopf programmieren. Ja? Das war das Beispiel jetzt zum Beispiel mit dem Wachturmstudium, wie das abläuft. So werden wir programmiert. Deswegen antworten alle gleich, wenn du sie fragst. Aber es sind nicht nur Zeugen Jehovas, die probieren uns zu programmieren. Es sind die Medien, es sind die Politik, die Politiker. Alle probieren, deinen Verstand zu programmieren. Sie sind hinter deinem Verstand sozusagen her. Ja?
Du musst also wirklich, um im Leben vorwärts zu kommen, der Meister deines Verstandes werden. Und du hast zu entscheiden, womit du deinen Geist, deinen Verstand füllst. Dein Kopf, ne, sozusagen. Ja, ist so. Ja. Lass mich erklären, warum das so ist. Jeder Mensch hat das natürliche Verlangen, sich wichtig zu fühlen und wahrgenommen zu werden. Das ist natürlich. Wir alle brauchen das auf ganz natürliche Art und Weise. Das ist das Natürlichste, was es gibt. So. Und als Zeugen Jehovas haben wir das zwar nie persönlich bekommen, dieses Gefühl, aber wir waren in einer besonderen Organisation, oder? Und diese Organisation hat uns dadurch besonders gemacht. Ist so, oder? Ich spreche euch aus der Seele. Und wir fühlten uns besonders, weil wir hatten die Wahrheit und sie nicht. Wir fühlten uns besonders, weil wir etwas wussten. Wir hatten das Wissen, das sie nicht hatten, oder? Und jetzt hast du die Religion verlassen. Was macht dich jetzt besonders? Du fühlst dich alles andere als besonders. Du hast keine Karriere. Hey, ich war 15 Jahre Pionier. Welchen Job kannst du damit bekommen? Gar nichts. Ja? Du fühlst dich nicht mehr besonders. Fühlt sich wie niemand. Es ist ganz einfach. Du weißt nicht mal, wie die Welt funktioniert. Fühlt sich so an, als würde die Welt um dich herum sich mit 1000 km/h drehen und du stehst still. So fühlst du dich. Ne? Viele Ex-Zeugen Jehovas fragen sich auch, wie man Freunde findet. Weil sie keine Ahnung haben, wie das geht. Von Tuten und Blasen, so wie man so schön sagt. Die haben keine Ahnung. Ja? Du fühlst dich nicht mehr besonders. Ganz einfach. Und wisst ihr, jetzt kommt's. Was die meisten Ex-Zeugen Jehovas machen? Sie werden der Anti-Ex-Zeuge. Der Anti-Ex-Zeuge. Und dieses Gefühl, das du hattest, als du die Religion verlassen hast und weggemacht hast, dieses Gefühl nimmst du jetzt wieder langsam zurück und jetzt bist du der böse, verärgerte Ex-Zeuge Jehovas. Jetzt fühlst du dich gültig, oder? Jetzt kann ich Videos machen, YouTube-Videos und krieg eine Menge Kommentare. Jetzt kommen all die verärgerten Menschen und stehen hinter mir. Ich bin der Held, ich bin der Guy. Verstehst du? So, das ist, jetzt fühlst du dich wieder besonders, oder? Das ist okay. Ich verurteile niemanden dafür. Das ist okay. Vieles von diesem Verhalten ist einfach nur das menschliche Verlangen, irgendwo reinzupassen. Das ist normal. Ja? Aber du musst anfangen, dich als etwas Größeres zu sehen, ansonsten bleibst du stehen. Das habe ich euch ja schon mal gesagt. Viele bleiben in dieser verärgerten Phase einfach stehen. Du musst dich fragen, bringt mich diese Verärgerung, dieses Böse, dieser Anti-Ex-Zeuge, diese nur negative Berichterstattung nicht helfen, wirklich in die Direction, in die Richtung meiner Träume? Hilft mir das wirklich weiter? Frag dich das selbst, wenn du mir jetzt zuschaust und du vielleicht dich selbst erkennst als verärgerten Ex-Zeuge Jehovas. Bringt dich das wirklich in die Richtung deiner Träume? Und die meisten Menschen wissen ja nicht mal, was ihre Träume sind. Das ist ja noch schlimmer. Ja? Wir sind viel größer als das, dass wir nur verärgert bleiben unser Leben lang und sauer sind. Die meisten bleiben halt stehen in diesem Prozess des Programmierens. Ja? Wichtig ist, dass wir Routinen haben, die uns vorwärts bringen. Eben diese Dateien sozusagen in unserem Verstand, die ganz vorne sind, diese Routinen. Wichtig ist, dass wir gute Routinen haben, die uns vorwärts bringen in die Richtung, die wir möchten. Ja? Es ist wichtig zu wissen, wer wir sind. Abseits der Religion, der Familie, deiner Kinder, deines Partners, deiner Arbeit, whatever. Es ist wichtig zu wissen, wer du bist. Oder? Ist so. Die meisten Menschen, nicht nur Zeugen Jehovas, haben sich nie wirklich damit beschäftigt, mit dieser Frage, sich selber mal zu stellen, wer bin ich? Wer bin ich? Niemand fragt sich das eigentlich so richtig. Wer bin ich? Verstehst du? Du kannst nicht irgendwo hingelangen, wenn du gar nicht weißt, wo du eigentlich bist, wer du bist. Probier dein GPS, dein Navi einzustellen und es soll dir sagen, wie du zu deinem Ziel kommst, wenn dein GPS dich nicht finden kann, weil es nicht weiß, wo du bist.
Versteht ihr? Das ist einfach das Problem. Viele Menschen heutzutage probieren herauszufinden, wohin sie gehen, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben, wer sie eigentlich sind und wo sie eigentlich sind. Aber man probiert schon die Richtung rauszufinden. Nein, probier erstmal rauszufinden, wer du bist, abseits der Religion. Ja, du bist größer als ein Ex-Zeuge. Jemand, der sich entschieden hat, nichts Kriminelles mehr zu machen, ist größer als ein Ex-Häftling. Ganz einfach. Seh dich selbst als etwas Größeres. Sei etwas Größeres. In jedem von euch da draußen steckt etwas Besonderes. Du musst es einfach nur herausfinden. Ja, ist so. Und das erste Ziel nach diesen Stufen, diesen Etappen, diesen Phasen, die du gemacht hast, sollte sein, herauszufinden, wer du bist, um glücklich zu werden. Ganz einfach. Und spielt keine Rolle, ob du Aktivist sein willst. Ich bin jetzt kein Aktivist. Es spielt keine Rolle. Hauptsache, du machst das, was dich glücklich macht. Und du merkst diesen Ruf irgendwann. Ja? Viele sagen ja immer so, dieses Calling, diesen Ruf. Ich merke, das zieht mich so in diese Richtung. Manche Menschen sind so, folgen dem Ruf nach Gerechtigkeit, wollen das, was falsch ist, richtig machen und für andere kämpfen und so. Was auch immer es ist. Schau zuerst auf dich, wer du bist, und dann folge diesem Ruf. Das ist okay, damit du glücklich wirst. Ja? Und um diesem Ruf zu folgen und auch wirklich um da rauszukommen, müssen wir diese Angst aus unseren Köpfen, die uns von den Zeugen Jehovas, von der Wachtung, von der leitenden Körperschaft, diese Angst aus unseren Köpfen verbannen. Ja? Ein Beispiel, alle Kulturen nutzen Angst. Alle Kulturen nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren. Da wirst du mir jetzt hinter dem Bildschirm recht geben, weiß ich. Du brauchst Angst, du brauchst einen Feind und du brauchst Hoffnung, die dir nur die Organisation geben kann. Ganz einfach. Wie kontrolliert man Menschen? Mit diesen 3 Elementen. Und die Zeugen nutzen diese sehr gut. Ja? Was passiert, wenn ihr Bilder von toten Menschen, zerfetzten Leichen, Autounfall und so weiter und so fort, World Trade Center, so Sachen, wenn ihr sowas kleinen Kindern zeigt, was passiert mit den Kindern? Ich weiß noch, es gab mal eine Situation, ich glaube, ich war ungefähr 12, damals, da hat es in der Nacht plötzlich voll gedonnert, geblitzt. Ich gucke so aus dem Fenster raus, der Himmel war rot. Ich so, oh mein Gott, du hast den Donner wirklich so gespürt am eigenen Leib, es ging ab da draußen. So, mit 12, aufgewachsen als Zeuge Jehovas. In dem Moment habe ich mir nur gedacht, so, ich hatte Angst, ich habe gezittert, ich habe an meine schlechten Taten gedacht, der Himmel war auch so leicht rötlich, das liest man Offenbarung oder so, keine Ahnung, ich war ja 12, keine Ahnung von nix, aber ich hatte Angst, jetzt kommt Hamagedon, jetzt ist das, ich bin erledigt, ich bin am Arsch, habe ich gedacht. Wie kriegt man sowas hin? Angst programmieren. Ganz einfach. Programmierte Angst. Ja? Und wisst ihr, wie viele Menschen diese Angst, auch als Erwachsene, den Rest ihres Lebens mit sich rumtragen? Ja? Viele Menschen, aktuelle Zeugen Jehovas, haben Angst, in Ärger zu geraten. Fürchte die Ältesten. Fürchte die Autorität. Wie viele von euch da draußen, wurde schon gesagt, meldet euch besser nicht in sozialen Medien an. Ihr könntet da in Ärger geraten oder so. Oder es könnte euch Ärger einbringen. Wie viele von euch? Gibt's zu. Soziale Medien verpönt. Es gibt auch Leute, erwachsene Menschen, die zu einem, Reunion, zu einem Klassentreffen gehen, so 30, 40 Jahre später, wenn man sich dann mal wieder so vielleicht über Social Media oder so gefunden hat. Und es gibt viele Zeugen Jehovas, die dann auch angeschrieben werden, sei es Facebook, Insta, Twitter, wie auch immer, wie man es alles nennen mag. Und sie gehen nicht hin. Erwachsene Menschen, wo jetzt schon verheiratet sind, vielleicht kannst du deinen Partner sogar mitnehmen an das Treffen. Nein, sie haben Angst, weil es könnte ja eine Jugendliebe da noch vorbeikommen und wer weiß und so. Und ja, die Wachturmgesellschaft, die findet das nicht. So, erwachsene Menschen. Angst. Einfach Angst. Fürchte alles. Und so ist dein Verstand programmiert. Ganz einfach. Wann hat die Organisation dir beigebracht, das frage ich dich jetzt da draußen, wann hat dir die Organisation beigebracht, auf dich
selbst zu schauen. Die Religion hat dir viel beigebracht. Ja? Die können Fußballstadien füllen und die Leute setzen sich hin, wie auf Kommando, stehen auf, singen ihr Lied, als wäre die Nationalhymne. Das haben sie dir beigebracht. Für die Organisation. Aber für dich selbst? Du wurdest gelehrt, ein Schaf zu sein. Und wenn du mir zuschaust, lieber Bruder, liebe Schwester, dann weißt du, dass ich nicht lüge. Wir werden ja oft mit Schafen verglichen in der Versammlung, oder? So. Dir wurde gelehrt, dass du ein Schaf bist. Und wenn das Führungsschaf, das weiß jeder, wenn das Führungsschaf in eine gewisse Richtung geht, egal wohin die Richtung geht, so, weg vom Bildschirm, da hinten ist der Tod. Die anderen Schafe folgen hinterher. Schafe sind nicht genau gerade die intelligentesten Tiere. Ja? Und dir wurde gesagt, du bist wie ein Schaf. Aber selber auf dich schauen, wurde dir nicht beigebracht. Ne? Ihr müsst wirklich anfangen, dieser Furcht, der Angst entgegenzuwirken mit dem Mut, wie ich euch am Anfang gesagt habe. Und ja, wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ihr müsst euch fokussieren auf die guten Momente in eurem Leben, auf die stolzen Erinnerungen, auf eure Victories, wie man so schön sagt. Ja? Vor allem die Frauen da draußen. Ja? Wir gehen auch auf das Thema Wertschätzung ein. Ja, mache ich jetzt. Wir müssen ja alles ansprechen. Ich möchte euch ja aus der Seele reden sozusagen und einfach mal rausposaunen, was wirklich die Wahrheit, das klingt schon ein komischer Kontext, ne? Nein, einfach, dass die Leute wirklich mal erfahren, was da wirklich abgeht. Ja? Und das hat ja nichts mit Hetze zu tun. Ich erzähle einfach die Fakten, wie es ist. Ja? Und bei dem Thema Frauen und der Wertschätzung. Meisten Ex-Zeugen Jehovas kämpfen sogar noch danach mit einem gesunden Verstand der Wertschätzung. Ist so, Frauen. Ja? Ihr hattet keine Stimme in dieser Religion. Hattet ihr nicht. Wie viele Frauen von euch gehen raus zu den Ältesten, wenn ihr Probleme habt? Wie viel? Viel, oder? Wie viele Frauen von euch gehen raus und haben zum Beispiel Eheprobleme, oder? Hast Eheprobleme? Gehst zum Ältesten und sie geben dir die Schuld? Mein Mann schaut 4 Stunden Pornos am Tag. Ja, gibst du ihm auch das, was ihm zusteht? Sachen wie das, oder? So Sachen. Und das ist hart für Frauen heutzutage, die dann raus in die echte Welt gehen und sehen, was für taffe, starke Persönlichkeiten an Frauen draußen in der Welt sind. Es ist 2019, es ist ein anderes Zeitalter. Und viele von euch halten sich einfach zurück und sind still im Hintergrund, denn eure Stimme wird nicht gehört. Vergiss das nicht. Ne? Vergiss nie das Leben, so wie du es jetzt kennst. Ich mein eigenes Leben, hier um mich herum. Du dein Leben, wie du es kennst. Alles in deinem Leben ist wie eine Geschichte, die du jetzt gerade schreibst. Und um dort etwas zu ändern, musst du dieses Verlangen entwickeln, die Geschichte wirklich neu zu schreiben. Oder nein, ich korrigiere, nicht die Geschichte neu zu schreiben, sondern eine neue Geschichte zu schreiben. Ja? Ihr müsst das Leben sehen wie ein Buch. Ja? Und in diesem Buch ist jedes Jahr eures Lebens ein Kapitel. Okay? Und jetzt bist du 50 Jahre alt, das heißt, dein Buch hat 50 Kapitel, oder? So. Und anstatt das Buch jetzt weiterzuschreiben und das Ende, weil du bist ausgetreten, dieses Ende abzuändern und alles so zu schreiben, damit es noch zusammenpasst irgendwie mit dem, wie es am Anfang war, hör auf damit, die Geschichte am Leben zu halten. Nimm dieses Buch, diese 50 Kapitel und steck sie in das Regal. Ja? Steck sie in das Regal. Schreib ein neues Buch mit brandneuen Charakteren. Brandneue Geschichte. Es ist ein ganz neuer Film. Es ist nicht Rocky 1, 2, 3 oder 4. Das ist jetzt Rambo. Okay? Sylvester Stallone hat nicht nach Apollo Creed gesucht, als er Rambo war, oder? Warum? Weil es ein anderer Film war. Apollo Creed gehörte nicht da rein. Anderer Film. Deine Jahre als Zeuge Jehovas. So kannst du dieses Buch nennen. Stell sie in das Regal. Ja? Viele Menschen, habe ich euch ja eben schon gesagt, viele Menschen wollen immer dann gleich das ganze Buch, diese ganze Geschichte verfluchen,
in die Tinte schmeißen damit, am besten alles löschen. Das ist wie mit einer Ehe oder einer Beziehung am Schluss, wenn sie dem Ende zuneigt und es wurde dreckig am Schluss, dann möchte man auch hingehen und sagen, es war ein Horrortrip, schrecklich diese Person, einfach nur ein mieses Stück Dreck, keine guten Erinnerungen. Nein, du hattest auch schöne Erinnerungen, oder? Du kannst dein Buch als Ex-Zeuge Jehovas in das Regal stellen und nicht alles war schlecht. Ich hatte schöne und lustige Zeiten mit diesen Menschen, als ich diese Person war. Ich habe gute Erinnerungen an diese Menschen, als ich diese Person war. Ich bin nicht länger diese Person. Ich habe mich weiter bewegt, oder? Stallone ist zu alt, um Rocky zu spielen, also weiter bewegen. So ist es. Schreib ein neues Buch mit neuen Charakteren, neuem Skript und dann kannst du deine alte Story langsam gehen lassen. Ja? So müsst ihr das sehen, euer Leben wie ein Buch. Du musst es nicht weiter gut haben mit diesen Menschen aus der Vergangenheit. Musst du nicht. Musst du nicht. Ja? Wenn du mit Menschen zu tun hast, meinetwegen die auch von dem alten Buch sein können, von der alten Vergangenheit, dann hör ihnen zu. Respekt muss jeder haben. Sei für die Leute da, hab ein offenes Ohr. Und wenn die, spring rein in denen ihre Story, wenn es sein muss. Aber wenn die Menschen nachher zu dir kommen und dir etwas erzählen wollen, dann lass nicht zu, dass das abfärbt, dass sie dein Buch beeinflussen, sprich dir zu sagen haben, wie du dein Buch, dein Skript zu schreiben hast. Lass das nicht zu. Ja? Und verlier auch das Etikett und den Wortschatz der Zeugen. Das Etikett haben wir ja schon angesprochen mit dem Ex-Zeugen. Ja? Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen. Aber auch den Wortschatz der Zeugen, warum ich das sage. Sag nicht mehr die Wahrheit. Ihr denkt jetzt, okay, was? Nein, sag nicht mehr die Wahrheit. Ich weiß, es ist nur ein Slang. Eine Angewohnheit, die Wahrheit zu sagen nach der Zeit. Ne? Aber dein Verstand weiß ganz genau, was das Wort oder die Bedeutung des Wortes Wahrheit. Das Wort Wahrheit ist ein gutes Wort. Wenn du also nicht mehr drinne bist in dieser Organisation, die du die Wahrheit nennst, weiterhin, dann tust du dich automatisch verurteilen. Also hör auf damit und nenn es nicht mehr die Wahrheit. Und viele von uns bleiben dort stehen. Warum? Weil sie sich selber nicht vergeben. Ist ganz einfach. Und ich möchte wirklich diesen Moment jetzt kurz nutzen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, hinter der Kamera, aber vergib dir selbst. Vergib dir jetzt sofort. Vergib dir für diese Momente, wo du gedacht hast, du bist unwürdig. Du bist ein Ausgeschlossener. Wenn du dieses beschämende Gefühl hattest, wenn du in der Stadt gesehen, vielleicht sogar bekannte, Verwandte, Zeugen Jehovas gesehen hast, die dir entgegengekommen sind oder die am Missionieren waren. Dieses dreckige Gefühl, wo du hattest, dieses, oh, ich bin ausgeschlossen und dieser Stempel, den du hattest, vergib dir jetzt auf der Stelle sofort. Ja? Auch wenn es nichts in deinem Leben jetzt gerade mit den Zeugen Jehovas zu tun hat und du einfach was anderes im Leben passiert ist, irgendwelche Taten und jetzt fühlst du dich beschämt oder so, fühlst dich schlecht, vergib dir jetzt sofort. Wisst ihr, viele Menschen reden immer über die Vergebung Gottes, über die Vergebung Jesu Christi, aber vergeben sich die Leute selbst? Nein, und das braucht es auch. Vergib dir selbst. Ja? Fehler gehören zum Menschen dazu, das ist normal, solange wir auf diesem Planeten sind, wir sind Menschen. Die Straße ist nicht einfach. Ja? Ihr müsst lernen, loszulassen. Und auch wenn es hart klingt, ihr müsst wirklich loslassen von Leuten, die euch nichts bringen. Und wenn es Familie ist, dann lasst los. Ja? Weil das Beste, was einer Person, oder beziehungsweise, das Beste, was anderen Menschen passieren kann, in deiner Umgebung, in deinem Umkreis, Freundeskreis, ist, dass du die Person wirst, die du wirklich sein sollst. Ich wiederhole, das Beste, was anderen Menschen passieren kann, ist, dass du die Person wirst, die du sein sollst. Deine Bestimmung. Wenn du wirklich glücklich bist, dann wirst du ein authentisches Leben führen.
Ja? Und als Zeuge Jehovas weiß ich, es ist schwierig, ein authentisches Leben zu führen, denn dort geht alles nur um den Auftritt, nur um dieses Prestige. So steigt man dort ja auch im Rang. Es ist so. Ich sage euch was. Ich kann jetzt auf der Stelle rausgehen in den Königreichssaal. Die wissen ja nicht, dass ich ausgeschlossen bin, es sei denn, meine Videos würden dann jetzt so viral gehen, dann wissen sie, ja, das ist der Aaron. Aber ist ja noch nicht so. So, ich kann jetzt rausgehen in den Königreichssaal, habe noch nie die Bibel gelesen, lüge auf meinem Stundenzettel, schreibe irgendwie 20, 30 Stunden drauf, mache ein paar Bibelstudien, die es gar nicht gibt. Ich kann ziemlich gut reden, weil ich bin ein guter Redner. Was meint ihr, wie schnell ich Ältester wäre jetzt? Wegen dem Auftreten. Darum geht das Leben aber nicht. Das echte Leben draußen geht nicht nur um Prestige und um Auftreten. Das ist so. Am Ende des Lebens geht es darum, authentisch zu sein. Authentisch zu sein und ob dein Leben auch authentisch war und vor allem auch, ob du andere ihr Leben berührt hast irgendwie. Ja? Die Erfahrungen, die du gemacht hast. Poetin, wo ich zitiert habe. Erfahrungen, wirklich nicht mit der Musik in dir drin zu sterben. Ja? Und für alle, die zuschauen, Ausgetretene, Ausgeschlossene, werdet das Etikett des Ex-Zeugen Jehovas los. Es bedeutet euch gar nichts. Und es ist mir auch egal, ob jetzt dann wieder ein paar Daumen runterfliegen, das ist mir sowas von egal, weil es muss einfach mal die Wahrheit gesagt werden. Und wenn ihr euch angegriffen fühlt, nimmt es nicht persönlich. Ich glaube in Stufe 3 habe ich ja schon gesagt, es ist ein natürliches Verlangen des Menschen, irgendwo reinzupassen. Aber nicht auf Dauer, es bringt dich nicht in die Richtung deiner Träume. Verlier das Etikett des Zeugen Jehovas. Hör auf, ihnen Kraft zu geben, den Zeugen dadurch. Nenn dich nie wieder Ausgeschlossener. Spiel nicht nach deren Regeln. Oder? Warum auch? Das Etikett bedeutet überhaupt nichts. Ist so. Seh die Zeugen Jehovas doch lieber wie, wenn du jetzt draußen bist und du siehst sie, seh sie lieber wie jede andere falsche Religion. Oh, ach, die sind noch nicht aufgewacht. Ja, hoffentlich irgendwann. So sehen, sie sollten dir eher leid tun, anstatt dass du böse bist und sauer auf sie bist. Und wenn du das geschafft hast, ein authentisches Leben zu führen, dann wirst du glücklich. Dann weißt du, wer du bist. Dann, wie ich am Anfang gesagt habe, dann bist du angekommen. Das strahlst du aus, glaube mir, mein Freund, hinter der Kamera. Die Leute werden das merken, weil du strahlst es aus. Und die Leute kommen auf dich zu und fragen sich dann, hey, wie machst du das? Wie hat diese Person es geschafft, so ein authentisches und glückliches und wirklich zufriedenes Leben zu führen? Wie? Das Erste, was die Menschen machen, wenn sie die Organisation verlassen haben, ist, oh, ich muss meine Familie retten, ich muss meine Familie irgendwie rausbringen aus dieser Organisation, ich muss die Leute aufwecken. Das Problem ist nur Folgendes, niemand möchte dir folgen, mein Lieber. Niemand will dir folgen. Warum? Niemand möchte so sein wie du. Klingt hart, hä? Ich erkläre es dir. Menschen folgen anderen Menschen, wenn sie so sein wollen wie sie. Ganz einfach. Ganz einfach. Hier ein Beispiel. Predigtdienst. Erinnert ihr euch noch? Die guten Gebiete? Die guten Gebiete waren immer die armen Gebiete, oder? Da, wo es relativ arm war. Ich weiß noch damals, als ich mit meinem Vater oft in den Predigtdienst gegangen bin, in Saarbrücken, dort war ein Asylantenheim, ja, und da durfst du einfach reingehen, so wirklich heruntergekommen. Und das waren die besten Gebiete. Dort hast du deine ganze Predigtdienstzeit, boom! Da konntest du sogar öfters hingehen. 10 Zeitschriften, 10 Magazine verteilt an dem Morgen. Hey, super für den Zettel. Das waren die besten Gebiete, oder? Die armen Gebiete. Warum? Du hast den Menschen Hoffnung gebracht. Die wollten so sein wie du. Dort lief's gut. Und dann gehst du mal mit deinem Bruder oder Schwester, je nachdem, mit wem du im Predigtdienst gehst, in die reicheren Viertel. Ja? Weiß ich auch, aus eigener Erfahrung. Du da hinter der Kamera, du weißt es auch. Dann gehst du in das reichen Viertel, also da, wo die Aktionäre, die Anwälte, die Ärzte und so weiter sind, deren Kinder im Gymnasium sind.
Die soliden Familien, happy. Und dort war es richtig schwer, wenn du überhaupt was reißen konntest. Warum? Die Personen wollten nicht so sein wie du. Ganz einfach. Ganz einfach. Die wollten nicht so sein wie du. Die Personen haben sich gedacht, hey, mein Leben ist stabil, ich bin happy. Du musst mit mehr kommen als Furcht und Hoffnung. Denn das haben sie schon überwunden. Ja, auch mit dieser Angst zu kommen. Du musst so mit mehr kommen. Und deswegen, Menschen folgen Menschen, wenn sie so sein wollen wie sie. Das ist ganz einfach. Und wenn du weißt, wie du dein Leben führst und in die richtige Bahn gelenkt hast, mit deinen Visionen, dann führst du ein authentisches Leben und dann folgen dir auch die Menschen. Das ist ganz einfach. Beispiel, stellt euch vor, 200 Jahre zurück, Sklaverei in Amerika. Wir haben 2 Sklaven am Arbeiten, auf dem Feld, Baumwolle pflücken, weiß ich was. Und auf einmal kommt ein Sklave angerannt mit durchtrennten Ketten. Er ist abgehauen und kommt zu ihnen und sagt jetzt, hey, kommt, lasst uns frei sein, hauen wir ab, gehen wir. Und sie sagen, okay, wohin? Egal, Hauptsache weg, kommt. Die folgen ihm nicht. Die wollen nicht sein wie er, weil er ist eigentlich gar nicht frei. Anderes Beispiel. Wieder die 2 Sklaven am Arbeiten. Und es kommt eine sehr bekannte Aktivistin, sage ich jetzt einfach mal, die sich für die Sklaven eingesetzt hat, und kommt zu ihnen und sagt Folgendes. Hey, ich habe Häuser von hier bis nach Kanada. Ich habe das schon 1000-mal gemacht. Hunderte Leute befreit. Ich wurde noch nie erwischt. Trefft mich morgen am selben Ort hier um 9:30 Uhr und ich mache euch frei. Wem folgen Sie? Ganz einfach. Sie ist nämlich wirklich frei. Und deswegen folgen Sie ihr. Ganz einfach. Und so ticken Menschen. Folgen Menschen, wenn sie so sein wollen wie Sie. Ganz einfach. Ja? Gib dir selber die Chance zu wachsen. Ja? Wir kommen langsam zum Ende. Ihr habt es bald geschafft. Es sind 3 Dinge. Verstand, Körper und Geist. Ja? Dein Verstand in dem Sinn einfach, was nimmst du täglich zu dir? Was liest du? Womit fütterst du deinen Verstand? Was machst du, um zu wachsen? Ja? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Zeugen Jehovas nicht wachsen? Klingt jetzt so, was meinst du damit, Aaron? Ja, Zeugen Jehovas wachsen nicht. Sind exakt dieselben Menschen. Ob mit 30 oder dieselbe Person oder mit 60. Dazwischen nichts passiert. Die wachsen nicht. Die wachsen nicht. Ja? Aber was machen wir, damit wir gute Entscheidungen treffen? Was ist dein Warum? Was ist deine Motivation? Ja? Ich habe auch mal einen Post irgendwann gemacht auf Facebook und habe gesagt, ja, mein Why, sagt man so auf Englisch, my Why, dein Warum. Warum machst du etwas? Ja? Als Zeuge wurdest du trainiert, diese Frage zu beantworten im Sinne der Organisation, oder? Habe ich recht? Als Zeuge wurdest du dazu trainiert, diese Frage beantworten zu können im Sinne der Organisation. Warum machst du das? Ja, ich möchte das ewige Leben. Warum machst du das? Ja, der Herr. Warum machst du das? Ja, Jehova. Okay, so. Aber was ist dein Warum? Dein Warum? Dein Wieso? Ja? Viele sagen zum Beispiel, wenn sie Eltern sind, oder frisch Eltern geworden sind, wie auch immer, wenn man sie fragt, was ist dein Wieso? Dann kommt oft, ja, meine Kinder. Meine Kinder. Warum stehst du morgens auf? Ja, meine Kinder. So. Und wenn die Kinder dann irgendwann raus sind aus dem Haus, haben sie sich nie weiter diese Frage hergestellt. Und sie sind auf einmal verloren. Jetzt gibt es kein Wieso mehr, oder was? Ja, Kinder sind raus. Ich weiß, ihr wisst, was ich meine. Dein Wieso, klar, Kinder auch. Aber dein persönliches Wieso, abseits von den Kindern. Wer bist du? Das meine ich damit, ja. Und viele Personen, vor allem Ex-Zeugen Jehovas, hatten nie ein persönliches Wieso. Sie haben ja nur für die Organisation gelehrt. Oder gelebt, sagen wir es mal so, ja. Und du kannst anderen Leuten helfen mit deinem Leben, teilen, aber du musst erstmal dein Wieso finden und leben dann auch noch. Ja? Ihr kennt das vielleicht so, man sagt das oft, dieses Glänzen in den Augen. Ich weiß nicht, habe ich es? Dieses Glänzen in den Augen. Ja? Lass niemals die Religion, verpasste Chancen, andere Menschen und sonst irgendwas diesen Glanz aus deinen Augen nehmen.
Es gibt Personen, die sind 80 Jahre und haben noch den Glanz. Lass es nicht zu. Du kannst mit allem, was du durchgemacht hast, viele Seelen retten oder auch helfen. Ist so. Stell dir vor, jemand, jemand ist drogensüchtig gewesen, hat es geschafft, Entzug, hat das alles durchgemacht, diesen ganzen Kampf. Und jetzt kommt eine Person und braucht Rat, weil sie das selber durchmacht. Wen wird sie um Rat fragen? Die Person, die das alles schon durchgemacht hat, oder? So musst du dich sehen. Du kannst anderen Menschen helfen. Ganz einfach. Ja? Gott hat in jeden von uns etwas gesteckt. Wir müssen es natürlich erst finden. Es ist ein Kampf. Ja? Du hörst es. Jeder von uns hat das schon innen drin irgendwo und du hörst es. Du musst nur noch dieses Feuer entfachen, damit du es auch leben kannst. Ganz einfach. Hör auf deine Intuition. Ganz einfach. Aber das sind wir Menschen. Du kannst warten und hoffen, dass Dinge passieren, aber es passiert nichts. Und während dem Warten merkst du auf einmal, oh, die Zeit ist begrenzt. Ja, und deswegen, meine Freunde, Brüder und Schwestern, die mir jetzt zuschauen, es liegt in eurer Hand, heute hinzugehen und nicht länger zu warten. Nicht länger zu warten, dass es automatisch kommt. Ja? Nimmt es selber in die Hand, Selbsterkennung, wer ihr seid, was eure Berufung ist, euer Desire dahinter. Und glaubt mir, wenn ihr das geschafft habt, dann kommt auch automatisch, wie ihr es schaffen werdet. Automatisch kommt es, automatisch. Ja? Und ich möchte diesen Vortrag sozusagen beenden mit dem Satz, glaube an dich und du wirst etwas Größeres, als man dir jemals weismachen wollte, als du noch in der Religion warst. Okay? Glaube an dich und du wirst etwas Größeres als das, was man dir jemals weismachen wollte, als du noch in der Religion warst. Ganz einfach. Ja, meine Lieben, ihr habt jetzt knapp über eine Stunde mir zugehört und ich möchte euch vielmals danken für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch gute Werkzeuge und Hilfsmittel mit auf den Weg geben, für euch selber, für eure Bekannten, Verwandten, damit ihr vielleicht auch wisst, wo stecken sie in dieser Stufe 1 bis 5. Wo bist du? Wo befindest du dich in dieser Stufe 1 bis 5? Oder hast du es vielleicht sogar schon überwunden und weißt noch nicht, was mit dir anfangen? Dann hier, wie am Schluss gesagt, dein Desire, du kannst anderen Menschen damit helfen. Nicht nur Negatives verbreiten. Helfen, okay? Ja, in diesem Sinne, Kaffee ist dann jetzt schon kalt, aber egal, kalter Kaffee macht schön. Ich danke euch vielmals, ich wünsche euch allen ein segenreiches Wochenende und auch weiterhin ein gutes Leben. Wir werden sehen, was der Herr erlaubt, was als nächstes als Video gemacht wird von mir. Und macht weiter so. Ich würde mich freuen natürlich weiterhin über ein Like, über die Kommentare, die ihr da habt. Ich probiere auch immer recht fleißig und zügig zu antworten. Und tut mir, euch und vor allem anderen Menschen den Gefallen und teilt das Video. Und wenn die Personen das nicht sehen wollen, dann probiert irgendwie, nicht über mich, es geht nicht um mich, probiert über diese Message mit den Stufen und so, probiert mit ihnen darüber zu reden, denn ihr könnt helfen. Ist es nicht. Wir reden hier nicht von Hetze. Dieses Video jetzt hat nichts mit Hetze zu tun gehabt, oder? Ja. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch probiert, anderen Menschen zu helfen, die noch in dieser Organisation wirklich wortwörtlich gefangen sind. Ja? Stufe 1 bis 5. In diesem Sinne, vielen Dank, der Herr segne euch und wir sehen uns das nächste Mal. Ja? Macht's gut, bis dann.